Tief in den undurchdringlichen Schatten eines vergessenen Waldes verborgen, liegen die Überreste verlassener Hütten, einst von spielenden Kindern und ihren Familien besucht, nun von der Stille der Zeit verschlungen. Das Dunkel des Waldes umschließt den vergessenen Ort, in dem seit langer Zeit kein Mensch mehr verweilte. Die knarrenden Äste über den verfallenen Dächern erzählen Geschichten von einsamen Nächten, während die undurchdringliche Dunkelheit zwischen den Bäumen die Hütten in eine geheimnisvolle Finsternis taucht. Ist das hier schon 32 Jahre verlassen? Kann ich gar nicht glauben, wie zugewachsen das schon ist mit dem Efeu. Ein wirklich spannender Ort. Funktioniert sogar noch. Dieser Lost Place, einst Heimstatt für Leben, ist nun von der Natur verschlungen. Ein unheimliches Gefühl durchzieht die verlassenen Räume, als würden die Schatten der Vergangenheit noch immer in den Ecken lauern. Hier, in den verlassenen Hütten des dunklen Waldes, warten Geheimnisse darauf, enthüllt zu werden. Sei bereit, die düsteren Pfade der Einsamkeit zu durchqueren. Also wir sind jetzt den ewig langen Fußmarsch durch den dunklen Wald gelatscht. Da hinten sind wir hergekommen. Wir sind hier in der tiefsten Einsamkeit, in der Wildnis, irgendwo im Wald. Und in diesem Wald versteckt sollen mehrere Häuser sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an. Durch dieses Buschwerk im Dunkeln, was natürlich auch nicht ganz ungefährlich ist, geht es dann aufs Gelände. Noch ist nicht viel zu erkennen, außer Wald. Da unten kommt die erste Hütte zum Vorschein. Wie gruselig das einfach im Dunkeln ist. Ich habe da immer Schiss, dass irgendwelche Wölfe oder Wildschweine uns hier entgegenkommen. Da kommt auch dann direkt das zweite Gebäude zum Vorschein. Links sehen wir direkt eine eingestürzte Hütte. Was war das mal? In der ersten Hütte sehen wir sowas wie so eine Art kleiner Lagerraum. Die Vegetation ist schon reingekommen. Die Decke ist eingestürzt. Da hinten kann ich lesen, Langnese Honig in so Pötten. Irgendwelche Flaschen mit einem Inhalt. Aber da gehe ich jetzt natürlich nicht mehr hin. Vielleicht war das so eine Art kleine Werkstatt oder so. Oder Werkstatt und Lagerraum. Gehen wir hier wieder raus. Direkt ins nächste Gebäude. Oder vor das nächste Gebäude. Oben drauf liegen nämlich schon Äste und etwas dickere Stöcker. Außerdem wächst da so ein Baum drüber, weshalb ich da nicht so unbedingt reingehen möchte. Und schauen wir mal rein. Oh, das sieht aus wie so eine Art Wohnraum mit kleiner Küchenzeile. Von hier draußen sieht das doch nicht so beschädigt aus. Wagen wir doch mal einen Blick rein. Schauen wir uns das Gebäude mal von innen an. Vorne steht direkt so ein alter Wasserkocher, der immer schön gepfiffen hat, wenn er fertig war. Außerdem sehen wir eine vergammelte Keksdose. Rechts daneben die Spülbecken, die benutzt wurden, inklusive so einer Hängelampe und gleich noch eine Lampe darüber. Und in der Wand ist hier so ein Kühlschrank eingelassen, seht ihr das? Von AEG. Der ist aber zum Glück leer. Da ist eine Notiz hinterlassen worden. Die Steckdose für den Kühlschrank ist hinter der Klappe links. Klappe hier unter dem Kühlschrank. Kühlschrank nur bei Nichtnutzung offen lassen. Vielen Dank für diese Information. Aber ich glaube, dieser Kühlschrank wird nie wieder eingeschaltet. Wie viele Spinnweben und so wieder hier sind. Blätter, Spinnweben. Auch hier holt sich die Natur langsam alles wieder. Es fängt klein an und wird dann irgendwann in sich zusammenfallen. Und es werden noch mehr Pflanzen drüber wachsen und dann wird es keiner mehr sehen. Gehen wir weiter ins Häuschen rein. Sehen wir dort 2 Betten. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es Betten sind. Also ich würde vermuten, dass dort mal Matratzen drauf gelegen haben und man sich hier zur Ruhe legen konnte. Des Weiteren gibt es hier so eine gruselige alte Standlampe. Und dahinter auf dem Schrank eine Zeitschrift. Vielleicht finden wir hier ein Datum. Was ist das für eine Zeitschrift? Das ist die gute Brigitte mit dem Ausgabedatum 1981. Also KW 19, 1981.
Ist das hier schon 32 Jahre verlassen? Kann ich gar nicht glauben. Glaube ich auch nicht. 32 Jahre wäre schon heftig. Aber es ist das erste Datum. Was für ein unheimliches Haus. Vor allen Dingen mit den ganzen Spinnweben, die hier überall rumhängen. Dann gehen wir mal weiter. Hier gibt es noch ein paar Häuschen zu sehen. Weiter geht's draußen. Vor dem Haus liegt so ein alter Stuhl. Gehen wir weiter. Da steht ein Tisch mit Mosaikstein, der jetzt das Zuhause von den ganzen Tieren geworden ist, die hier leben. Wie zum Beispiel dieser Spinne da. Vor dem Haus gibt es dann noch irgendwie sowas. Was ist das denn mal gewesen? Könnte das ein Pool gewesen sein? Oder eine Art Brunnenschacht? Aber mit dieser Lackierung würde ich eher denken, dass es ein kleiner Pool oder sowas war. Von dem Pool geht es dann weiter zum nächsten Haus. Zur nächsten Hütte. Hier tut sich direkt ein Zaun auf. Im Boden ist alles voll dieser Dornblätter. Au! Au! Durch das dichte Gestrüpp ist hier so eine Außenwand von einem ehemaligen Gebäude, welches nun aber nicht mehr da ist. Und da tut sich das nächste Häuschen auf. Wie zugewachsen das schon ist mit dem Efeu. Wahnsinn, guckt euch das an. Im Dunkeln nimmt man das ganz anders wahr als am Tag. Vor allen Dingen, wenn das Haus so zugewuchert ist. Irgendwie hat das was. Schauen wir mal von da draußen ins Häuschen rein. Und da sehen wir eine Treppe. Ein Teil von der Küche. Ich würde sagen, dann gehen wir mal durchs Fenster. Links auf dem Schrank befindet sich direkt so eine kleine Waage für maximal 250 Gramm. Eine alte Teekanne. Und dann sehen wir uns mal in diesem Raum um. Einiges ist auch schon hier rausgeräumt worden. Ich kann mir gut vorstellen, dass dort mal ein Tisch oder sowas in der Art stand. Hier ist die Heizung des Raumes mit diesem Kachelofen. Dann eben so ein Brett, was auch immer damit gemacht wurde. Vielleicht gehörte das mal zu irgendeinem Spiel oder man konnte seine Körpergröße da messen. Ich weiß es nicht. Und dann sehen wir die Küchenzeile mit so alten Bierpullen, wo noch die Alufolie um den Flaschenhälse war. Das ist ja auch schon ewig und 3 Tage her. Also datumsmäßig wüsste ich jetzt nicht, wann die Brauereien das umgeswitcht haben von Alufolie auf Papier. An dem Fenster sind noch irgendwelche Gewürze zu sehen in diesen Glaspötten. Was haben wir da? Muskatnuss. Und das hier sieht irgendwie aus wie, weiß ich nicht, ist das Thymian oder sowas? Rechts im Schrank sehen wir noch das ganze Geschirr, was zu diesem Haus gehört hat. Wundert mich, dass das nicht zerstört wurde. Auch in diesem Haus ist schön zu sehen. Die ganzen Spinnweben schon hier an den Fensterweben hängen. Staub, Tierüberreste, Blätter, alles sammelt sich hier. Und dann führt noch so eine Treppe nach oben. Da sind schon die Stängel vom Efeu. Wo geht's dahin? Oha, guckt euch das an. Wie gruselig das aussieht mit diesen ganzen Pflanzen, die hier reinwachsen über diesem Bett. Ich weiß gar nicht, ob wir hier ganz drauf gehen sollten. Also auf der Treppe fühle ich mich gerade noch sicher. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber dieser Raum, der hat auf jeden Fall was. Guckt euch allein diese Pflanzen an, die auf diesem Bett wachsen. Der Gruselfaktor steigt, liebe Freunde. Auf der anderen Seite haben wir ein Bett, was noch relativ human aussieht. Mit so einer Decke, wenn man dort länger drauf guckt, kriegt man so ein Augenflackern. Dann können wir nur noch mal von dem Fenster schauen. Guckt euch das an. Das ganze Fenster ist vollgewachsen mit diesem Efeu. Ein wirklich spannender Ort. Nichts Alltägliches, was man sonst besucht.
Hat schon was Besonderes, das Ganze hier. Von draußen schauen wir uns das auch nochmal an. Die kleine Terrasse, die zu diesem Häuschen gehört hat. Mit 2 Stühlen und einem Tisch in der Mitte. Dann konnte man wahrscheinlich damals hier sitzen und irgendwo dort in die Ferne gucken, was jetzt nicht mehr geht, weil halt alles zugewachsen ist. Rechts befindet sich dann noch so eine Art Wassertank, so wie das aussieht. Der Boden ist auch schon durchgerostet. Weiter geht es entlang durch das Gestrüpp. Was ein riesiges Gelände das einfach ist. Ernsthaft? Oh. Heiko, führst du mich hin? Wahnsinn. Durch das ganze Gestrüpp müssen wir durch. Das ist, also, ich glaube, ich werde langsam zu alt dafür. Und schon sind wir am nächsten Haus angekommen, was einfach so auftaucht. Da ist eine Sauna drin. Ah, da ist eine Sauna drin, echt? Ja. Hier vorne hast du Reckstrang für Klimmzüge. Und in dem Haus hier, da ist ein Raum drin, der war noch abgeschlossen. Echt? Ja, keiner weiß, was es ist. Dort erscheint eine Holzhütte aus dem Dickicht. Wir gucken aber erstmal in dieses Haus rein. Hier ist eindeutig mehr drin als in den Häusern gerade. Vorne sehen wir noch ein Rasenmäher, Plastikschuhe und eine Sackkarre. Die Sackkarre sieht gar nicht so alt aus und die Reifen sind auch noch aufgepumpt. Schauen wir erstmal von draußen ins Haus rein. Der erste Blick scheint leer zu sein. Zumindest der Raum da hinten. Hier vorne sehen wir noch ein Spülbecken. Und dann geht's rein ins gute Häuschen. Das erste, was wir sehen, ist ein Werkzeugkasten mit Dingen, die halt in Werkzeugkisten drin sind. Schrauben und sowas, Zangen. Und die Dosen hier rechts geben auch irgendwie so einen Geruch ab. Was haben wir da? Holzglasur, Lacke und sonst noch verschiedene Dinge. Ja, man riecht es auf jeden Fall. Weiter haben wir noch einen Raum. Der ist aber weitestgehend leer. Ich schätze mal, das war nur ein Abstell- oder Lagerraum. Das sieht auch noch frisch aus, ne? Die Kanister. Ja. Das kann noch nicht so lange her sein. Also der Raum war ja komplett voll mit Möbel, die zusammengestellt wurden. Das hier war auch alles irgendwie voll und hier stand auch noch irgendwas. Wer weiß, wie lange das hier noch stehen wird. Das ist wahrscheinlich mal Badezimmer und Badezimmer gewesen. Ich wollte gerade sagen Küche. Aber das sieht für mich aus wie so ein Badezimmer. Da ist die Badewanne vertefelt worden. Es gibt noch ein Waschbecken. Und hinter uns der Ofen, wo sogar noch das Holz davor steht. Und dann gibt es hier noch einen Raum. Der ist leider komplett leer. Genauso wie der Raum. Der wurde auch leer geräumt. Guck mal, Leute. Ich mache mal eben mein Licht aus. Funktioniert sogar noch. Wahnsinn. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Machen wir aber wieder aus, damit die Batterie nicht leer geht. Stellt euch mal vor, das Licht ist jetzt an und man kommt von draußen und sieht, dass hier ein kleines Licht an ist. Ich glaube, da geht dann leicht die Pumpe. Und was komisch ist in diesem Raum, der Stromkasten sieht sehr neu aus. Als wenn irgendeiner versucht hat, das fertig zu machen oder zu renovieren. Komisch. Das ist wieder für mich so ein Gebäude, wo renoviert werden sollte und dann irgendwie aufgehört wurde. Guck mal, die haben sogar eine Heizung hier gehabt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ein Heizkörper hier drin steht. Ich schätze mal, der ist mit dem Kamin verbunden. Ah, hier ist auch ein Heizkörper, das ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Und wenn wir weitergehen, sehen wir, dass das mit diesem Kamin verbunden ist. Schade, dass hier schon so einiges rausgeholt wurde. Na, schauen wir mal weiter. Hier vorne war eine richtige Küche. Hier unten ist noch eine Gaspulle drin. Hier ist ein richtiges Kochfeld, glaube ich noch. Du weißt, dass hier ein bisschen Kopfwasser gibt? Ja. Wenn du mal den einen Reifen anguckst,
Ja, ist noch nass, ne? Der ist feucht und ich habe nicht gesehen, dass von oben was runtertropft. Also dann kann das vielleicht sogar heute gewesen sein. Guckt euch das mal an. Hier ist Wasser auf dem Reifen, aber von oben tropft nichts runter. Das könnte halt gut sein, dass den gefahren hat und dann hier durch diese Pfütze durch Ja. und dann einfach nur weiter nach vorne. Und ich habe ja gerade auch gesagt, also der sieht gar nicht so alt aus, diese Sackkarre. Und selbst das Holz hier neben sieht gar nicht so alt aus. Vielleicht macht ja hier irgendeiner was. Man weiß es nicht. Aber wir schauen dann mal weiter. Dann taucht aus dem Dunkeln dieses Gerüst auf. Ich glaube, das war ein Klimmzugstangen zum Trainieren. Sieht auf jeden Fall so aus. Das ist richtig leer gerollt. Hier lagen noch so viele Papiere, die sind alle weg. Und hier siehst du auch, ich habe einen Riegel gemacht. Ich meine, das ist kein Problem, das aufzumachen. Hat sich wohl jemand drum gekümmert. Dann gehen wir aber auch noch mal rein. Hier ist der Boden relativ sauber. Da hinten ist noch ein Haufen. Der wurde da zusammengekehrt. Und das war mal die Sauna von diesen Häusern. Der Geruchstest. Und es riecht nicht mal nach Sauna, obwohl der Ofen sogar noch dort ist. Es riecht eher nach diesen alten Latschen, die da draufstehen. Rechts haben wir sogar noch eine Bedienungsanleitung für die Sauna. Sauna, aber richtig. Man braucht 2 Handtücher und Seife und 2 Stunden Zeit. Vorreinigen, abtrocknen, Füße wärmen und so weiter. Also ich bin überhaupt kein Saunagänger. Jedes Mal, wenn ich in der Sauna war, hat es vielleicht 10 Minuten gedauert. Dann musste ich raus. Das ist nichts für mich. Auf dem Tisch sehen wir auch wieder alte Dosen, die verrostet sind. Und Sägen, mit denen man auf jeden Fall nicht mehr sägen kann. Und das war's auch schon in diesem Häuschen. Also irgendwer kümmert sich, glaube ich, hier drum. Es wurde auf jeden Fall schon mal angefangen, ein bisschen aufzuräumen. Und draußen höre ich die Kirchenglocken läuten. Und wenn man hier so im tiefen Wald ist, dann ist das noch viel gruseliger. Dann machen wir wieder zu. Und einfach diese Umgebung, wie gruselig. Man hört hier tatsächlich nichts. Und das war's mit diesem Gelände. Also Lost Places bei Nacht sind auf meinem Kanal ja eh schon selten. Aber wir waren gerade hier in der Gegend und haben uns gedacht, komm, filmen wir das auch nochmal. War schon ziemlich gruselig, diese alte Einrichtung zu sehen. Alles ist voller Spinnweben, alles ist zugemockt, verranzt. Und das ganze Gelände befindet sich in einem Wald. Wir gehen jetzt weiter diesen Pfad entlang bis zur Straße. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Lasst mir hier oben ein Abo da und da unten könnt ihr meine Playlist kicken für weitere spannende Lost Place Videos. Und in diesem Sinne bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.